Die junge Dame, die sich hier so hilfsbereit ihrer Tätigkeit hingibt, ist die Luftstewardess Gisela. Sie ist das perfekte Mädchen für alles, die kleine Mutter unserer großen Maschine. Ich finde, wir sollten ihr mal sagen, dass sie uns gefällt. Hallo Gisela! 100 Jahre Lufthansa, von 1926 bis heute. Eine deutsche Geschichte mit Erfolgen, Tiefschlägen und unrühmlicher Vergangenheit. Wir gehen davon aus, dass etwa 12.000 Personen Zwangsarbeit leisten mussten für die Lufthansa. Eine Airline mit 2 Leben, vor und nach dem Krieg. Die heutige Lufthansa wurde 1953 als Aktiengesellschaft für Luftverkehrsbedarf gegründet. Ein Rückblick mit Zeitzeugen. Hey Jürgen, hallo. Oh. Man hat uns gezeigt, wie man das Bugrad per Hand mit einer Kurbel ausfährt. Boeing 737. Die neueste Attraktion im Kurzstreckenverkehr. Ab und zu mal nach London, ab und zu mal nach Paris. Das waren dann schon die Highlights. Eine Linienmaschine der deutschen Lufthansa ist seit dem Nachmittag in der Gewalt von Entführern. 150 Tote in diesem Bergmassiv Trois-Évêchés in den französischen Alpen. Seit einigen Tagen erleben wir, dass kaum noch jemand fliegen darf. 100 Jahre Lufthansa. Eine legendäre Geschichte. Auf jeden Fall. Spannend, einzigartig, bewegend. Ist halt so. Die A3, kurz vor Mitternacht. Schwertransporter rollen Richtung Flughafen Frankfurt. Ja, Transporter von rechts. Ihre Fracht? Die Geschichte der deutschen Lufthansa. Verantwortlich für den Transport Tobias Scheidereit. Ja, am Anfang habe ich gedacht, erstmal schön, ein Flugzeug, weil transportiert man nicht alle Tage. Und nach so 1,5 Jahren, die man da reinsteckt in Arbeit und Zeit, bekommt man diesen Spirit sozusagen von diesem alten Flugzeug, bekommt man einfach mit. Ihr Ziel? Ein Neubau am Flughafen, direkt neben dem Aviation Center, dem operativen Hauptsitz der Airline. Pünktlich zum Jubiläum gönnt sich das Luftfahrtunternehmen ein eigenes Besucherzentrum. Noch ist der Glaspalast leer. Das soll sich jetzt ändern. Ja, Michael, sag mal, wenn du draußen bist. Fernfahrer Michael will nichts riskieren. Seine Fracht ist ein Unikat. Mehrere Millionen Euro teuer. Also linke Seite ist Leitplanke und rechte Seite Leitplanke. Im Schneckentempo steuert er den 40 Meter langen Truck durch die Kurven. Ein Kratzer und sie haben hier ein Thema. Vor all den vielen Schaulustigen der Nacht. Ja, alles klar. Michael, du musst weit ausholen, ne? Ich wiederhole. Du musst weit ausholen. Dann wie rechte Seite ist Mitteninsel, kleines Schild, Ampel und linke Seite ist Ampel. Ast 3, Michael, gut gemacht. Sie ist da, die Lockheed Superstar. Ein Nachbau aus Originalteilen. Im Design der 50er. Mit Leitwerk und Tragflächen. 5 Sattelschlepper waren nötig für diesen Umzug nach Frankfurt. Danke, danke. Danke auch. Tage später folgt der nächste Spezialtransport. Etwas kleiner und schmaler, aber nicht weniger spektakulär. Dean Raineri ist riesiger Fan der Fracht, der Tante Ju. Sie feiert auch in diesem Jahr Geburtstag, den 90. Ihr Altersruhesitz ist jetzt hier, neben der Superstar. Dean Raineri und sein Team wollen sie dafür noch einmal hübsch machen. Ich hatte die Chance, mit der Ju mehrfach zu fliegen. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis, mit der Ju-52 zu fliegen, weil es völlig anders ist als heute normale Flüge mit Düsenjets. Es ist Nostalgie und es ist was Außergewöhnliches, was Besonderes. Es ist ein tolles Feeling.
Seit 1936 flog diese Ju für Lufthansa. Bis 2018 war sie weltweit die letzte fliegende Junkers 52 für den kommerziellen Luftverkehr. Heute fliegt sie noch einmal am Kran. Experten der Lufthansa Berlin Stiftung haben sie Jahrzehnte fit gehalten für Rundflüge. Doch die Tante wurde zu teuer. Dass wir uns entschieden haben, das Flugzeug lieber gut erhalten hier am Boden auszustellen. Damit hat es jetzt ein tolles Dach über dem Kopf und ist der Nachwelt erhalten und wird die Historie der Luftfahrt repräsentieren. Luftfahrtgeschichte zum Anfassen gibt es auch im Aviation Center. Im Keller arbeitet Luisa Schürmann. Sie behütet den größten Schatz der Airline, das Firmenarchiv. 100.000 Fotos, alte Uniformen, 3.000 Utensilien und 1 Kilometer Akten. Hier hinten in diesem Schrank befindet sich das Aktienbuch der ersten Lufthansa. Damals wurde Lufthansa noch auseinandergeschrieben in 2 Wörtern bis 1933. Danach wurde Lufthansa zusammengeschrieben. In diesem Buch befinden sich alle Aktionäre, wie hier zum Beispiel das Land Bayern, das Deutsche Reich. Und ganz hinten befindet sich die Gründungsurkunde der Lufthansa vom 6. Januar 1926. Berlin-Tempelhof, Start des ersten Linienflugs der Lufthansa. Eine Fokker-Grulich F2 mit beheizter Kabine und Platz für 4 Passagiere. Der Pilot sitzt im Freien. Das Ziel Zürich. Aus dem Zusammenschluss der Unternehmen Deutsche Aeroloid und Junkers Luftverkehr wird Lufthansa, inklusive Kranich auf dem Wellblech. Und zwar hätten wir hier ein Plakat der Deutschen Luftreederei. Das ist eine Vorgängergesellschaft der Deutschen Lufthansa und es ist die älteste Abbildung des Kranichs, die ich habe. Das Plakat ist von 1919. Somit ist der Kranich älter als die Lufthansa selbst. Der Kranich wurde von einem Berliner Grafiker erfunden, Otto Firle, damals noch als aufstrebender Vogel, noch gar nicht als Kranich bezeichnet. Die erste Flotte besteht aus 162 Flugzeugen und 19 verschiedenen Typen, wie diese Junkers F-13. Lufthansa knüpft rasch ein enges Streckennetz mit 72 Zielen, vorwiegend innerhalb Deutschlands. Doch schon wenige Wochen nach der Gründung beginnt der Linienflug zwischen Berlin und Paris und damit die Erweiterung der Routen auf Europa. Auch ein Postflugdienst nach Südamerika wird eingerichtet. Ein pures Abenteuer. Die ersten Flüge über den Südatlantik waren noch ohne Passagiere. Es waren reine Postflüge. Die Flugzeuge starteten in Berlin, gingen dann über Frankfurt, Marseille nach Sevilla in Spanien. Von dort ging die Post nach Bathurst, das ist heute Banjul. Ab hier starteten Dornier Flugboote. Die hatten einen Bootsrumpf und flogen Richtung Brasilien. Der Vorteil dieser Flugboote war, sie konnten auf dem Wasser landen. In der Mitte des Südatlantiks lag ein Schiff der Lufthansa. Diese nahmen die gelandeten Flugboote auf, hoben sie mit einem Kran hoch, betankten sie und schossen sie mit einem Katapult los. Und so konnte diese große Strecke des Südatlantiks überquert werden. Einer fällt in dieser Zeit besonders auf: Flugzeugingenieur Hugo Junkers. Seine Wellblechflieger werden immer größer. Die Lufthansa ist offen für Experimente und fliegt nach London mit einer G38 von Junkers. Die Passagiere können in den Tragflächen Platz nehmen. Sie blicken nach vorne, wie der Pilot. Mit der Ju-52 beginnt in den frühen 30er Jahren das Zeitalter des Massenluftverkehrs. 1932 erhält Lufthansa die erste Maschine.
Von Berlin und Frankfurt aus fliegt die Ju kreuz und quer über Europa. Mit Bordservice aus der Küche hinten. Der erste Flugbegleiter bei Lufthansa war ein Mann, Arthur Rohre. Er kam 1928 zur Lufthansa und 1938 hatte Lufthansa die ersten weiblichen Flugbegleiter. Flugreisen waren damals Luxus für Wohlhabende und Geschäftsleute. Das Essen an Bord großzügig und vom Feinsten. Wenn der Magen rebellierte, das Essen rückwärts seinen Weg fand, gab es auch Hilfe an Bord. Ich habe hier verschiedene Spucktüten durch die Zeit und auch aus den 30er Jahren, die Anleitung hatten, nach Gebrauch nicht aus dem Flugzeug werfen, sondern schließen und auf den Boden stellen. Die Flugzeuge damals hatten noch keine Druckkabine, sie flogen auch nicht so hoch wie die heutigen Flugzeuge und man konnte durchaus die Fenster öffnen. Und das war, glaube ich, für die Anrainer des Flughafens nicht angenehm, wenn eine gefüllte Spucktüte vom Himmel fiel. Erstmals fliegt Deutschlands größte Airline über die Alpen nach Rom. Das Streckennetz wächst rasant. Die Ju-52 ist das Rückgrat der europäischen Routen. Damals hat das Streckennetz noch auf, was ist das, DIN A3 gepasst. Wir befinden uns hier im Jahr 1936, Olympische Spiele in Berlin. Damals ging täglich ein Flug von Berlin nach Frankfurt. Der startete in Berlin um 16:20 Uhr, ab 1. September schon um 15:15 Uhr und landete um 18:20 Uhr bzw. 17:15 Uhr im September in Frankfurt und hat 55 Reichsmark gekostet. Zurück zu Dean Raineri im Besucherzentrum. Gut. Und seinem Lieblingsflieger. Ja, sag, wenn's passt. Der steht sogar unter Schutz, ganz offiziell. Aus meiner Sicht noch mal ein Stück höher. Guckt mal. Tante Ju ist Kulturgut, sagt das Denkmalschutzamt Hamburg und gab ihr den Titel Bewegliches Denkmal. Ich bin fest. Dieser Spalt wird einfach mit einer Abdeckung, die hier drüber passt, abgedeckt und festgeschraubt. Dann ist das aerodynamisch sauber und der Flieger könnte theoretisch dann fliegen. Die Ju ist ganz leicht zusammenzubauen, schwört Dean Raineri. Wie ein Steckbaukasten. Dreh noch mal ein bisschen. Passt. Hatten die früher längere Finger, oder? Diese Drähte gehen vom Cockpit zu den Tragflächen. So wurde der Flieger damals gesteuert. Nur die Verkleidung fehlt noch. Bald haben sie es geschafft. Jetzt sie ausstellungsreif hier zusammenzubauen, das ist einfach ein Erlebnis, was man nicht zweimal hat im Leben. Doch auch das gehört zur Geschichte der Airline. Die Ju und die Lufthansa wurden Teil des nationalsozialistischen Systems. Ganz vorne mit dabei Erhard Milch, einer der Gründer der Lufthansa. Er war tief verwurzelt mit dem NS-Regime, sagt Historiker Manfred Krieger. Adolf Hitler war Stammgast der Airline. 1932 war Hitler ja der erste Kandidat, der tatsächlich auf die Omnipräsenz setzte, die durch die Flugzeuge der Lufthansa hergestellt wurde, weil er da, glaube ich, in 8 Städten an einem Tag auftreten konnte und so sich als möglicher Kanzler für viele präsentieren konnte. Es gab auch ältere Beziehungen halt zu Hermann Göring, der ja im Ersten Weltkrieg eben auch als Jagdflieger tätig war und insoweit, wenn man so will, personale Beziehungen eben auch schon eine große Rolle spielten. Kurz nachdem Hitler 1933 Reichskanzler wird, beruft der Reichsminister für Luftfahrt Hermann Göring Lufthansa-Chef Erhard Milch zu seinem Staatssekretär. Milch bleibt gleichzeitig Vorstand der Lufthansa. Er ist verantwortlich für die zivile und militärische Luftfahrt im Dritten Reich und erfüllt Sonderaufgaben des Reichsluftfahrtministeriums. Das hat die Lufthansa schon in der Weimarer Republik gemacht, weil sie auch dort schon Teil der geheimen Aufrüstung waren. Denn auch die Indienststellung der Ju-52 1932 war ja Teil einer getarnten Aufrüstungsmaßnahme, die sie als
wenn man so Behelfsbomber etablieren sollte, die relativ leicht umzurüsten waren für militärische Einsätze, dass das dann nach 1935 andere Richtung einnahm, weil die Luftwaffe dann ja offen aufgebaut wurde. Dann übernahm die Lufthansa eben Erprobungsflüge für bestimmte technische Ausstattung, aber eben auch für die Ausbildung von Luftwaffenpiloten. Nach der Machtergreifung übernimmt Lufthansa diese wichtige Aufgabe für die Kriegsplanung Hitlers. Frei? Frei! Hunderte Flugschüler werden ausgebildet. Sie sind das Personal für zukünftige Angriffskriege. Auch die Außendarstellung der Airline ändert sich. Fliegen heißt siegen über Zeiten und Weiten. 1936 macht ihr das Reichsluftfahrtministerium das Angebot, im Kriegsfall Flugzeuge der Luftwaffe reparieren zu dürfen. Ein lukratives Geschäft. Neben dem Reparaturwesen, das sich dann sehr stark etabliert hat und ausgeweitet hat, trat eben auch noch die Herstellung von wirklichen Rüstungsgütern, wie solchen Würzburg-Geräten, also wenn man so will, eine deutsche Radarversion. Und da war Lufthansa einer der großen Produzenten. September 1939. Die Wehrmacht greift Polen an. Mehr als 600 Flugzeuge der Luftwaffe werden abgeschossen. Von denen lassen sich mehr reparieren als gedacht. Doch die Fluggesellschaft ist auf die Menge nicht vorbereitet. In den Reparaturwerkstätten fehlt es an Arbeitskräften. Lufthansa holt sich Zwangsarbeiter, deren Heimat die Wehrmacht gerade überfällt. Nach dem Eroberungskrieg gegen die Sowjetunion kamen relativ rasch sowjetische Kriegsgefangene und dann auch sogenannte Ostarbeiter, also Zivilisten aus Russland und vor allem auch aus der Ukraine, in diese dortigen Werkstätten, deren Behandlung stark diskriminierend war. Sie mussten sich ja kennzeichnen, hatten keine persönliche Freiheit und sind auch stark bestraft worden, wenn sie entweder undiszipliniert waren, wie die Lufthansa das nannte, oder auch Fluchtversuche unternommen hatten. Wir gehen davon aus, dass etwa 12.000 Personen Zwangsarbeit leisten mussten für die Lufthansa und die meisten von ihnen aus Osteuropa stammen. Die Entschädigung von Zwangsarbeitern erfolgte erst viele Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg. Unter Beteiligung vieler deutscher Unternehmen, darunter auch Lufthansa, wurden Milliardenbeträge bereitgestellt. Die Auszahlung ging an Zwangsarbeiter weltweit, doch viele waren schon gestorben. Winter 1941. Der Vormarsch der Wehrmacht an der Ostfront gerät ins Stocken. Viele deutsche Flugzeuge werden abgeschossen. Deren Reparatur bringt Millionen ein für Lufthansa. Bis zum Ende des Krieges versucht sie, ihren Flugbetrieb aufrechtzuerhalten. Doch nach der Potsdamer Konferenz lösen die Alliierten die Fluggesellschaft auf. Sie betrachten Lufthansa als militärische Organisation. Die Alliierten haben es ganz klar so gesehen, das ist Teil der Luftwaffe. Deshalb ist ja die deutsche Lufthansa 1946 zwangsweise liquidiert worden als Teil der Luftwaffe. 10 Jahre nach Kriegsende. Deutschland braucht wieder eine eigene Airline. Doch für große Sprünge fehlt der neu gegründeten Lufthansa Geld und im Unternehmen sitzen umstrittene Akteure aus der NS-Zeit. Luftverkehr ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit und wer die dann von der Pike auf gelernt und mit hohen Erfahrungen ausgeweitet hat, die wird danach wieder benötigt. Sowohl für die Bodenorganisation, als auch für die Flugsicherung, als auch für den Einkauf der richtigen Flugzeuge, als auch für die Ausbildung und so weiter und so weiter. Also das ist ein Phänomen, das man, glaube ich, weniger moralisch wahrnehmen sollte, sondern funktional, weil es keine Alternative zu diesen Personen gegeben hat. Die heutige Lufthansa wurde 1953 als Aktiengesellschaft für Luftverkehrsbedarf gegründet. Ich habe hier auch die Gründungsurkunde vor mir liegen. Also man kann hier sehr gut erkennen, verhandelt zu Köln am 6. Januar 1953. Wir sind in Köln gegründet worden, damals als Aktiengesellschaft für Luftverkehrsbedarf. Und 1954 wurden wir dann in Deutsche Lufthansa AG umbenannt. Und hier sind unsere größten Aktionäre aufgeführt, die Bundesrepublik Deutschland, die Deutsche Bundesbahn und das Land Nordrhein-Westfalen.
Ein Jahr später, 10 Jahre nach Kriegsende, fliegt Lufthansa wieder mit einer Convair, gebaut in Amerika. Flugzeugbau war in Deutschland noch verboten. Kurze Zeit später folgt die erste Langstrecke mit der Lockheed Super Constellation. Da stehen sie, schnittig und elegant mit dem delfinförmigen Rumpf, weit hinten ansetzenden Flügeln und dem langen Bug. 45,7 Meter Spannweite, 35,4 Meter Länge. Das ist die Superstar der Lufthansa. Die ersten 8 Maschinen fliegen über den Nord- und Südatlantik. Allerdings mit Zwischenstopp. Die Reichweite war zu gering. Das änderte sich 1957 mit der Superstar. Sie hat größere Tragflächen und mehr Reichweite. So eine Maschine steht jetzt im Besucherzentrum. Sie muss nur noch zusammengebaut werden. Speisen und Getränke servierte damals Angela Zaunert. Ja, da kommen Gefühle auf. Und frisch geputzt. Das glänzt ja alles wundervoll. 84 Passagiere, 3 Flugbegleiter. Das war damals normal in der abgespeckten Version. Oh, alles authentisch. Die Vorhänge, die Sitze, ist ja super. Als wäre es gestern. Heute mit dabei ihr Sohn. Und rechts bist du, eindeutig. Das ist der Charme der 50er, 60er Jahre. Und das ist auch in der Super Conny, dieses Foto. Das ist die Super Conny und zwar, das ist der Vorhang zu Galley nach hinten. Und hier sieht man die Auftauöfen. In diesen Öfen wurden die Frühstückseier heiß gemacht, die den Passagieren beim Frühstücksservice von Frankfurt nach Hamburg oder Hamburg nach Frankfurt serviert wurden. Man überlegt sich das innerdeutsche Strecke mit heißen Frühstückseiern. Das war echt Service. Und das ist auch die Super Conny. Das ist hinten die auf der Treppe, ne? Conny in Düsseldorf Flughafen. Das ist die Ladetreppe. Das bist du, eindeutig. Ja. Ein klasse Foto. Ich könnte jetzt meine Uniform anziehen und würde mich an die Tür stellen und sagen, guten Tag, guten Tag. Ich würde warten, dass die Passagiere reinkommen und dann wird man halt Richtung Hamburg fliegen. Ne? Und das ist jetzt nochmal hier von der Super Constellation. Da sieht man das Leitwerk und das ist also die Passagiertreppe in Düsseldorf, wo man eingestiegen ist. Alles nette Kollegen. Wir strahlen alle. Wir waren also so ein gut funktionierendes Team. Die Auswahl war ja auch damals sehr, sehr kritisch. Es wurde ja erst eine Vorentscheidung gemacht und dann bekam man eine Einladung. Und ich weiß, als ich eingeladen wurde, da waren da noch 15 Damen übergeblieben. Und bei der einen dachte ich wirklich, das wird eine tolle Stewardess und alles. Die hatte eine kleine Narbe hier am Arm und wurde abgelehnt. Das kann man den Passagieren nicht zumuten. Die junge Dame, die sich hier so hilfsbereit ihrer Tätigkeit hingibt, ist die Luftstewardess Gisela. Sie ist das perfekte Mädchen für alles, die kleine Mutter unserer großen Maschine. Ich finde, wir sollten ihr mal sagen, dass sie uns gefällt. Hallo Gisela! Sagen Sie, Gisela, wir haben Ihnen jetzt eine ganze Weile lang zugesehen. Es war wohl nicht einfach, das alles zu erlernen, was? Einfach? Nein, einfach war es nicht. Sie muss zu Hause sitzen und pauken und büffeln und schuften. Shut the door, please, ist zum Beispiel Englisch und heißt, schließe bitte die Tür. Und ferme la porte, s'il vous plaît, ist Französisch und heißt ebenfalls, schließe bitte die Tür. Das sind ja auch schon wieder Bücher. Was macht sie denn jetzt? Na, das ist ja toll. Also was man mit Büchern doch alles anfangen kann. Und der Spiegel. Der Spiegel ist natürlich abgefeimteste Psychologie. Vor einem Spiegel benimmt sich nämlich eine Frau ganz besonders sorgsam. Das ist alles sehr wichtig für eine Stewardess. Der richtige Lippenstift, der Puder und das passende Parfüm. Wenn man aufgepasst hat, und das hat man ja, ist die Prüfung nachher ein Kinderspiel. Man bekommt einen ehrenvollen Orden, das Stewardessenabzeichen nämlich, und dann bekommt man die Hand gedrückt und holt sich seine Uniform ab. Hallo Gisela. Glück ab, kleines Fräulein.
Man hat uns damals sehr viel Technik beigebracht, was also heute wohl in den Lehrgängen gar nicht mehr vorkommt. Man hat uns zum Beispiel gezeigt, wie man das Bugrad per Hand mit einer Kurbel ausfährt. Ist nie vorgekommen, aber wir wussten das. Wir haben das also geübt. Oder was die Eigenheit von Superstar war, die Kolbenmotoren der damaligen Zeit. Die waren so konzipiert, dass sie den Treibstoff nicht ganz verbrannten. Und wenn dann der Treibstoff, der nicht verbrannte Treibstoff, sich während des Flugs mit den Abgasen vermischte, gab es Stichflammen. Da kamen meterlange Flammen zum Start als auch während des Fluges aus dem Flugzeug. Wir wussten das, das war normal. Und Leute, die zum ersten Mal damit flogen, Fräulein, Entschuldigung, die Maschine brennt. Ich habe eben solche Flammen gesehen. Da waren wir natürlich gefragt, sagen, na, das ist ganz normal, das muss so sein. Und wenn die nicht da wären und so. Und ganz haben sie uns nie geglaubt. Ja, guck dir das an. Und da kamen die Flammen dann raus, gell? Hier aus dem Ofen. Ja. Das war ein Spektakel. Die Hildegard Knef hatte ich mal an Bord gehabt mit ihrem Lebenspartner. Früher war das ja so, dass viele Prominente oder auch Könige, Prinzen, hochrangige Persönlichkeiten von Deutschland, die flogen mit der deutschen Lufthansa. An Bord fliegt gelegentlich ein Koch mit. Er tranchiert den Gänsebraten. Frischen Kaffee brüht übrigens die Maschine hier im Hintergrund. Das ist die berühmte Kaffeemaschine. Händel bis Kehr. Sieht kompliziert aus. Ja. Ui. In dieses Sieb kommt das Kaffeepulver. So, das kommt hier rein, hier vor. Dann macht man es an und man muss wirklich bis zum letzten Augenblick warten, bis der Druck abgelassen ist. Wenn man das vorher aufmacht, kann es passieren, dass man voll da im Kaffeepulver steht, was hier rauskommt. Aber die Handgriffe sitzen noch. Ja, gelernt ist gelernt. Ne? Die ersten 4 Jahre laufen gut für die Airline. 800.000 Menschen fliegen mit ihr. Dann ein Tiefschlag. Die Conny kommt aus Hamburg. Die Sicht ist schlecht. Die Piloten fliegen zu tief. Flug LH502 stürzt ab, kurz vor Rio de Janeiro. 36 Menschen sterben. Der erste Flugunfall der neuen Lufthansa. In den 60ern endet die Propeller-Ära bei Lufthansa und damit auch die Epoche der Conny. Ihr zu Ehren fliegt die Airline im Jubiläumsjahr mit einem Airbus A321 im Conny-Style. Das Jet-Zeitalter beginnt. Flugzeugbauer Boeing revolutioniert die Luftfahrt, zum Beispiel mit der Boeing 707. Das Cockpit wirkt wie ein Uhrenladen. Das war damals Fortschritt. Mit 95 Passagieren und 10 Mann Besatzung startet eine Boeing 707 Jet, die LH650, zu ihrem 32-stündigen Flug über den Pol nach Tokio. An Bord Angela Zaunert mit neuer Uniform. Und hier fällt mir nur auf, da waren die Farben ja etwas mutiger. 10 verschiedene Uniformen in 100 Jahren, auch entworfen von Flugbegleiterinnen. Das Ziel, den Logofarben der Airline so nah wie möglich kommen. Es gab dunkelblaue Kleider mit diesem Ballonhut und dann gab es für die Truppen die gelben Kleider. Waren auch sehr beliebt, war auch sehr angenehm zu tragen. Zwischendrin gab es noch Türkis. Das ist Türkis? Ja, das ist das türkise Tropenkleid und das war auch waschbar, das war also wirklich
super, muss man also auch nicht bügeln, nass aufhängen. Und hier, das ist dann die Uniform dazu. Die Uniform war dunkelblau und dazu war eine türkisfarbene Bluse. Genau. Wie auf dem alten Foto, ja? Genau, die alten Zeiten wiederholen sich. Komm, hier geht's lang. Lufthansa wächst rasant und mit ihr die Flotte. Mittlerweile fliegen jährlich mehr als 5 Millionen Menschen mit der Airline. Frankfurt wird zum großen Drehkreuz. Die Airline investiert in den Standort. Deshalb wird im Zuge der Gesamterweiterung der Lufthansa-Basis für 110 Millionen Mark bis zum Jahre 1970 die zurzeit größte Wartungshalle der Welt entstehen, die allein 43 Millionen Mark kostet. Hier das Modell der Halle. Sie überdeckt eine Fläche von 27.000 Quadratmetern, ist 270 Meter breit, 100 Meter tief und hat eine Lichtehöhe von 25 Metern. In dem neuen Hangar hätte der quergelegte Eiffelturm Platz. Zurück zum Besucherzentrum. Hey, Jürgen, hallo. Schön, dich zu sehen. Ebenfalls. Peter Jakobus und Jürgen Raps, 2 Urgesteine der Lufthansa. Peter Jakobus war Purser, 30 Jahre ehrenamtlich auf dieser Ju und hauptberuflich auf dem größten Airbus, dem A380. Gemeinsam reisten sie um die halbe Welt und hatten auch zusammen ihren letzten Flug in die Rente. Jürgen Raps war 41 Jahre Pilot und ist fast alles bei der neuen Lufthansa geflogen. Er steuerte die erste DC-10 Frachtmaschine und die erste Boeing 737. Ein neues Flugzeug für innerdeutsche und europäische Routen. Lufthansa bekommt die erste Maschine weltweit und fliegt sie nach Frankfurt. Boeing 737, die neueste Attraktion im Kurzstreckenverkehr. Flugzeit von Frankfurt nach Köln, 20 Minuten. Mit Sicherheit eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Flugzeug, um den kommerziellen Durchbruch zu bekommen. 15 Cityjets werden noch in diesem Jahr, die restlichen 1969 angeliefert werden, sodass die Lufthansa in 2 Jahren nur noch Strahlflugzeuge der Firma Boeing im Liniendienst hat. Eine B737 kostet 13,9 Millionen Mark. Die hohen Investitionen für 24 Maschinen dieses Typs sind zweifellos eine starke Belastung. Wie will die Lufthansa damit fertig werden? Man muss diese Flotte immer nur in Verbindung mit der Intercont-Flotte sehen. Zumal ja diese Flugzeuge zu einem erheblichen Teil dazu beitragen, Passagiere an die Fernstrecken heranzuführen. Die 737 ist nur 28 Meter lang und breit, aber schnell. Mit 940 Stundenkilometern düsen die 95 Passagiere über den Wolken. Wir flogen immer 5 Tagestouren, 4 Tagestouren, 5 Lecks am Tag, größtenteils in Deutschland. Also Frankfurt, Hamburg, München, Düsseldorf, so in dieser Größenordnung. Ab und zu mal nach London, ab und zu mal nach Paris, das waren dann schon die Highlights, oder nach Skandinavien. Eine Boeing 737 ist es aber auch, die zum Ziel von Terroristen wird. Eine Linienmaschine der deutschen Lufthansa ist seit dem Nachmittag in der Gewalt von Entführern. In Mogadischu endet die brutalste Entführung der deutschen Luftfahrtgeschichte. Auf dem Flug von Palma de Mallorca nach Frankfurt bringen palästinensische Terroristen die Landshut in ihre Gewalt. Ihr Ziel: RAF-Terroristen in Deutschland aus der Haft befreien. Nach einem tagelangen Irrflug und der Ermordung von Kapitän Jürgen Schumann beenden Elitepolizisten der GSG 9 das Drama. Die Geiseln an Bord der entführten Lufthansa-Maschine sind befreit und wieder zurück in der Bundesrepublik. 12 Jahre später. Eine 737 schreibt wieder Geschichte, eine deutsch-deutsche. Der erste Linienflug zwischen Ost- und Westdeutschland, Frankfurt-Leipzig.
Im Cockpit Kapitän Jürgen Raps, hier oben links. Eine riesen Menschenmenge auf dem Airport in Leipzig, der uns da in Empfang nahm. War sehr emotional, der Flug, weil es eben der erste war. Eine Sensation, 3 Monate vor dem Mauerfall. Wir verbinden 3 Städte ab morgen miteinander. Leipzig, Düsseldorf und Frankfurt. Eigentlich sollte dies ein ganz normaler Vorgang sein, aber so ganz normal ist er wohl nicht. Es gab zwar 3 Korridore in die DDR hinein für die Alliierten, aber die haben das nicht mitgespielt. Die haben uns da keine Autorisation gegeben, die Korridore zu fliegen. Also mussten wir hinten erstmal Richtung Prag und dann von Prag, von hinten dann an Dresden vorbei nach Leipzig rein. Ein Jahr später darf Lufthansa auch nach Berlin fliegen. Und es dürfte klar sein, wer vorne links saß. Zurück in die 70er. Als erster europäischer Kunde erhält Lufthansa den Jumbo. Das größte Flugzeug der Welt. Mit 2 Etagen und einer Bar. Der Hessische Rundfunk berichtet. Über den Köpfen wird in einem großen Ablageraum das sonst immer störende Handgepäck untergebracht. 1 Monat später startet der Jungfernflug nach New York. An Bord 364 Passagiere. Keine Airline weltweit besitzt heute noch so viele Jumbos. 26 Stück. Lufthansa bekommt den ersten Airbus, eine A300. Und Boeing bekommt ernste Konkurrenz im Flugzeugbau. Der neue europäische Luft- und Raumfahrtkonzern setzt sich durch. Jahre später landet der erste A320 in Frankfurt und wird zum wichtigsten Flugzeug für die Airline bis heute. Die neuesten Versionen heißen Neo. Sie sind sparsamer und leiser als die Vorgängermodelle. Lufthansa ist eines der 5 Gründungsmitglieder der Star Alliance. Heute das weltweit größte Luftfahrtnetzwerk mit 26 Partnern und 19.000 Flügen täglich. Der Bund beendet seine Beteiligung an Lufthansa. Die 4. größte Airline der Welt wird privatisiert. 33,80 notierte Lufthansa am Freitag zum Börsenschluss. 33,30 ist der am Sonntag festgesetzte Privatisierungspreis. Privatkunden erhalten 1 Mark Rabatt, 32,30. Und der Kassakurs heute 33,42, nichts für Schnäppchenjäger. Zur gleichen Zeit starten Airbus-Ingenieure ein Projekt mit dem Titel A380. Und wir gehen jetzt mit der Kamera sofort nach draußen, denn die nächste Maschine im Landeanflug, das soll die A380 sein. Die Maschine kommt. Das größte Passagierflugzeug der Welt landet zum ersten Mal auf einem internationalen Flughafen. Jürgen Raps kommentiert die Weltpremiere in Frankfurt. Ja, die Maschine hat bei der Landung jetzt 383 Tonnen nur, damit ist er relativ leicht und setzt jetzt mit einer Geschwindigkeit von 230 Stundenkilometern auf der 2,5 rechts, butterweich, wie wir eben gesehen haben, auf. Prototypen fliegen ab jetzt regelmäßig nach Frankfurt. Mit an Bord Ingenieure von Lufthansa und Airbus und Jürgen Raps. Als einer der ersten A380-Testpiloten weltweit. Wir waren ja die ersten 4 überhaupt, die eine sogenannte Musterberechtigung auf diesem Flugzeug machten und dann dazu gehört auch als Ausbilder eine Lizenz bekommen mussten, weil wir mussten ja die nächsten wieder ausbilden, so im Schneeballsystem. Und wir waren überrascht, alle, wie wendig dieses Flugzeug ist. Wie leicht sich das fliegen lässt und wie präzise sich das fliegen lässt. Frankfurt wird zum Test-Airport für den Riesenvogel, der hier Prüfungen bestehen muss für seine Zulassung als Linienflugzeug. Es waren alles Testflugzeuge, waren ja keine Flugzeuge, die irgendwann zur Auslieferung anstanden. Ganz leere Maschinen, wo es keine Verkleidung gab. 10 oder 12 Sitze für Techniker meistens und dann Wasserballasttanks, weil viele Zulassungsmanöver müssen mit besonderen Schwerpunktlagen geflogen werden. Hochinteressant. Airbus und Lufthansa fliegen die ersten Streckenerprobungsflüge mit Passagieren. Herzlich willkommen an Bord. Sie starten von Frankfurt aus nach Washington, New York, Chicago und Hongkong.
Wir freuen uns sehr, Ihnen auf diesem Flug einen Blick in die Zukunft der Luftfahrt zu ermöglichen. Und wir können uns vorstellen, dass Sie am liebsten sofort das gesamte Flugzeug erkunden möchten. Hamburg, 3 Jahre später. Jürgen Raps und seine Crew können den ersten A380 abholen. Mit großem Empfang in Frankfurt. Wir wollten ja hier einen kleinen Formationsflug über den Platz machen mit der Ju-52. Alles gut, vorher gebrieft, abgesprochen und dann war hier so miserables Wetter, dass sich die Ju und wir nicht gefunden haben, um es mal so auszudrücken. Ja, und dann sind wir hier bei strömenden Regen gelandet und bei strömenden Regen in diese Halle gezogen worden. Und das war ein phänomenales Erlebnis. Ich taufe dich auf den Namen Frankfurt am Main und wünsche dir und deiner Besatzung und deinen Passagieren allzeit ein Happy Landings. Jürgen Raps flog die wichtigsten Flugzeuge in der neuen Geschichte seines Arbeitgebers. Der A380 war sein Liebling bis zur Rente. Da hat man natürlich eine emotionale Verbundenheit, die ist nicht schlagbar. Das war sein letztes Interview. Ende 2025 ist Jürgen Raps gestorben. Er wurde 74 Jahre alt. Seit der Privatisierung steigen die Passagierzahlen. Die Kernmarke Lufthansa erreicht 66 Millionen Passagiere in 2014. Die Zahl der Mitarbeiter wird fast verdoppelt. Dann kommt der 24. März 2015. 150 Tote in diesem Bergmassiv Trois-Évêchés in den französischen Alpen. Ein Airbus der Lufthansa-Tochter Germanwings zerschellt um 10:41 Uhr. Alle Passagiere und Crewmitglieder sterben. Zunächst einmal sind unsere Gedanken, unsere Gefühle und auch unsere Gebete bei den Angehörigen unserer Passagiere und natürlich unserer Crew in dieser schwarzen Stunde unseres Unternehmens. Die Ermittlungen zur Absturzursache ergeben, die Maschine wurde absichtlich in die Katastrophe gesteuert vom Co-Piloten. Er war depressiv und offenbar seit Jahren deshalb in Behandlung. Heute werden Piloten strenger, psychologisch und medizinisch kontrolliert. Die Reiselust ist ungebrochen. Die Lufthansa Group meldet Rekorde. 145 Millionen Passagiere, 138.000 Mitarbeiter weltweit. Doch dann das. Ein neuartiges Coronavirus ist für Menschen lebensgefährlich. Eine Pandemie. Mehr als 700 Millionen Menschen weltweit infizieren sich. Weltwirtschaft und Luftfahrt liegen am Boden. Unser Unternehmen, ich glaube, das darf ich auch nach 30 Jahren Erfahrung sagen, ist im Ausnahmezustand. Deutsche Airlines starten die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik. Innerhalb von 5 Wochen werden 240.000 Menschen aus 65 Ländern nach Deutschland zurückgeholt. Auch Lufthansa hilft. Dann ist es leer. Am größten deutschen Flughafen. Bereits seit einigen Wochen erleben wir hier in unserem Unternehmen, dass kaum noch jemand fliegen will. Und seit einigen Tagen erleben wir, dass kaum noch jemand fliegen darf. Lufthansa kämpft, wie viele Airlines, ums Überleben. 30.000 Mitarbeiter verlassen den Konzern. Der Staat hilft mit einem Rettungspaket in Milliardenhöhe. 2 Jahre später zahlt Lufthansa alles zurück. Um Geld zu sparen, muss sie gehen. Zu teuer, wenig effektiv. Die A380 hat ausgedient. Ihr neues Zuhause? Teruel, Europas größter Flugzeugparkplatz. Ja, okay. 2 Jahre später ist sie wieder da. Die Branche erholt sich zügig nach der Pandemie. Lufthansa braucht größere, sparsamere Flugzeuge, doch die Flugzeugbauer können nicht so schnell liefern. Viele Airlines bestellen neue Flieger. Im Jubiläumsjahr erwartet Lufthansa 41 neue Flugzeuge. Und im Hangar One, im neuen Besucherzentrum, glänzen Tante Ju und Conny um die Wette. Fehlt nur noch eine Erinnerung. Ja, auch wenn es nicht das erste Mal ist, aber so ein Ereignis muss man auch mal auf Foto festhalten. Denn Dean Raineri muss Abschied nehmen. Auf jeden Fall.
30 Jahre waren sie ein Team, Tante Ju und er. Ist halt so. Es gibt noch so viel zu erzählen. Von schwierigen Tarifverhandlungen und Kerosinpreisen. Von Kriegen und Flugrouten. Von Lieferterminen und Behörden. Von Klimabilanz und Steuern. Von Umsatzrekorden und neuen Sitzen. Egal was noch kommt, 2026 wird gefeiert. Deshalb gönnt sich Deutschlands größte Airline eine Jubiläumsflotte. 6 Flieger mit den XXL-Kranich. Auch wenn sie nicht die älteste Fluggesellschaft der Welt ist, so darf die Welt doch wissen, wer in diesem Jahr 100 wird. Eine Airline mit Tradition und bewegender Geschichte, die noch lange nicht zu Ende erzählt ist.